Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In diesem Video teste ich den neuen Dreamy A1 Pro, einen Rasenmäherroboter ohne Begrenzungskabel, ohne RTK-Antenne, ohne Beacons, ohne irgendwelche zusätzlichen Kameras. Nein, dieses Gerät fährt mit einem 360-Grad-Sensor, muss ein einziges Mal am Grundstück eingerichtet werden und danach komplett autark. Ob das Teil wirklich so funktioniert, wie es die Werbung verspricht, da gehe ich diesem Video auf den Grund und nehme euch gerne mit. Bleibt auf jeden Fall dran, denn gleich geht's los. Und ein kleiner Tipp, das Teil wird am Ende verlost, also schaut euch das Video ganz genau an. Der A1 Pro Mähroboter, den ihr hinter mir fahren seht, kommt aus dem Hause Dreamy. Dreamy, ein Kind aus dem Xiaomi-Konzern, ist primär bekannt für seine Reinigungsroboter im Haushalt. Ihr habt Mischroboter, Reinigungsroboter, Saugroboter, Fensterroboter. Einfach mal ein paar Beispiele: den LCS, den Dreamy Z10 Pro, den H12 Pro und dergleichen. Das sind alles Top-Modelle, die in Deutschland durchaus in den Top 10 im Verkauf landen und zum Black Friday letztes Jahr sogar den ersten Platz belegt haben. Also kein unbekanntes Kind. Dreamy wagt sich jetzt nach und nach vor die Haustür, und zwar mit Mährobotern. Das Modell, das ihr hinter mir fahren seht, ist ein Modell, welches gänzlich ohne irgendwelche Kabel auskommt, ohne RTK-Antenne, ohne eine Verlegung von Begrenzungsdrähten in der Erde, ohne Beacons und dergleichen. Das Gerät erstellt eine 3D-Karte, Omnisense nennt sich die Technik dahinter, und ja, sieht fast schon aus wie so eine Ultraschallkarte, wenn man sich das anschaut. Und mit dieser Karte kann das Gerät problemlos das Grundstück abfahren und den Rasen mähen. Ob er das ordentlich tut, dem gehe ich in diesem Video nach. Doch zunächst zeige ich euch erst einmal, was zum Roboter dazugehört, was ihr in der Verpackung bekommt und was einer von euch am Ende dieses Videos gewinnen kann. Der Dreamy A1 Pro wurde mir in einer Umverpackung geliefert, und in dieser Umverpackung hat dieser stylische Karton gesteckt. Die Verpackung macht auf jeden Fall etwas her, sollte aber in der Größe und im Gewicht nicht unterschätzt werden, denn gute 15 Kilo muss man erstmal durch die Gegend schleppen, um den Roboter auszupacken. Und wenn man ihn auspackt, dann ist das, was ich hier ausgepackt habe, doch sehr überschaubar, denn es gibt gar nicht so viel dazu. Ich habe den Roboter, ich habe die Ladestation, die im Paket aus dem Unterteil und diesem Rückenteil besteht, dass man einfach nur aneinander klickt, und diese Bürste, die dann später den Sensor hier oben immer schön putzen wird. Die wird einfach nur hier oben reingesteckt und schon fertig. Was gibt es noch dazu? Diesen großen Karton. Im Karton befinden sich die Erdnägel, die Erdanker, um die Station am Boden zu befestigen. Ich habe einen Ersatzvorrat an Klingen dabei, ein umfangreiches Handbuch in verschiedenen Sprachen, auch in Deutsch verfügbar. Ein gedrucktes Handbuch finde ich immer wieder sehr schön. Ein Reinigungstuch ist auch dabei und natürlich auch das Netzteil, um die Station mit Strom zu versorgen. Die Ladestation selber hat natürlich auch ein Kabel. Das habe ich jetzt noch nicht ausgemessen. Von der Länge her sollte es aber auf jeden Fall reichen, dass ihr die Ladestation irgendwo dort platzieren könnt, wo sie euch nicht im Wege steht. Denn diese Ladestation muss nicht zwingend auf dem Rasen stehen, sondern sie kann auch gerne neben dem Rasen stehen. Das funktioniert. Was ich besonders schön finde, ist die Erststarthilfe. Das, was ihr jetzt hier seht, ist eine Anleitung, englische Überschriften, aber unten drunter auch in Deutsch beschrieben. Ja, beginnend, wie wird der Karton ausgepackt, wie wird die Station aufgebaut, wie wird der Roboter eingerichtet und wie wird das Ganze mit der App verknüpft. Einfacher kann man es nicht machen. Alles, was ich brauche, habe ich hier auf einen Blick verfügbar. Tja, schauen wir uns den Roboter doch mal im Näheren an. Das Teil hat schon was, oder? Stylisch sieht das ganze Teil aus, sehr hochwertig verarbeitet. Wenn man in die Nähe geht, merkt man, das ist Plastik, ja, aber auch vom Gewicht her, hier ist einiges dabei. Der Sensor sieht natürlich besonders schick aus, ja, unifarben, verschiedene Lackierungen, die da versteckt sind. Auf der Rückseite ein Diffusor, sieht ein bisschen aus wie ja, ein Porsche, möchte ich fast sagen, auch dieses Stopp-Logo hier. Und wenn ich das Stopp-Logo betätige, öffnet sich diese Klappe. Bei der Klappe muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich hier was abbreche. Die ist dann doch ein bisschen lavede, aber so oft muss ich da auch nicht dran. Was mir hier aber auffällt, ist das Design
der Bedienung direkt am Roboter. Ein bisschen erinnert mich das Ganze an die One-Touch-Bedienung im BMW. Links und rechts drehen, draufdrücken und schon habe ich mein Menü ausgewählt mit diesen 4 Knöpfen an der Seite. Sieht auf jeden Fall schick aus. Auch das Display gefällt mir sehr, sehr gut. Die Unterseite des Roboters offenbart das Schneidwerk. Ich habe hier eine rotierende Scheibe in der Mitte. Nachteil, wie so häufig ist eben, dass dieser Bereich von der Scheibe bis zum Rand nicht gemäht werden kann. Denn wenn hier der Roboter an einer Wand entlang fährt, kann er diesen Bereich natürlich nicht mähen. Am besten ist es für den, der den Rand überfahren kann, also da, wo ihr Wegsteine, wo ihr Gehwege am Rasenrand habt, dann fährt der Roboter idealerweise einfach mittig über die Rasenkante und kann diese natürlich auch schneiden. Ein besonderes Gimmick an diesem System ist, dass die Klingen ohne Werkzeug mit einem Schnellsystem gewechselt werden können. Das werde ich mir im Detail noch anschauen. Doch kommen wir erstmal jetzt zum Aufbau des Roboters. Ich werde die Station auf meiner Testebene aufbauen. Ich werde sie installieren, den Roboter hineinstellen und erstmal miteinander verknüpfen. Und wie ihr den Roboter aufbaut, wie ihr die Ladestation aufbaut und mit der App verknüpft, das zeige ich euch jetzt im Video. Ab geht's! Die Installation der Ladestation geht denkbar einfach und sehr, sehr schnell. Ich habe die Ladestation lediglich auf den Boden gesetzt, habe das Kabel mit einer Steckdose im Inneren verbunden und 4 dieser Erdanker hineingedreht. Einen 6. kann ich ebenfalls eindrehen und hier fällt mir bereits eins aus. Ihr seht es, das Teil stammt wahrscheinlich direkt aus dem 3D-Drucker. Ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass hier auf diesem Kies mir die Erdanker abbrechen. Auch der Imbusschlüssel ist aus Plastik. Kann man einmalig verwenden, ein zweites, drittes Mal wahrscheinlich nicht. Aber was soll's, sein Zweck hat es auf jeden Fall erfüllt, da möchte ich nicht weckern. Den Roboter habe ich daneben gepackt und werde ihn nun einmal einschalten. 2 Sekunden lang auf den Knopf drücken, dann fährt der Roboter hoch. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ja, ihr habt es gehört. Der Roboter hat ein bisschen gebraucht, um hochzufahren. Knappe Minute, schätze ich mal. Anschließend wird mir im Display angezeigt, dass ich eine Sprache auswählen soll. Und über das Drehrad kann ich hier die deutsche Sprache auswählen. Ein Klick in die Mitte und ich habe die Sprache ausgewählt. Nun kann ich mir eine Wunsch-PIN vergeben und soll bitte nicht die 000 verwenden. Für das Video werde ich jetzt eine einfache PIN verwenden. Keine Sorge, die wird im Anschluss an das Video natürlich wieder zurückgesetzt bzw. geändert. Tja, das war's schon. Ein Farbdisplay ist zu sehen. Ich kann hier alles einstellen, alles ausprobieren. Doch das interessiert mich im Moment erstmal sehr wenig. Ich möchte den Roboter zum Einsatz bringen. Ich möchte ihm ein Grundstück zeigen und vor allen Dingen möchte ich ihn mit der App verbinden. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Um den Roboter mit meinem Telefon zu verbinden, habe ich mir zunächst die Dreamy-App heruntergeladen. Den entsprechenden QR-Code findet ihr in der Installationsanleitung oder ihr schaut einfach mal unter dem Video in die Beschreibung. Dort setze ich euch alle wichtigen und relevanten Links zu diesem Roboter natürlich gerne in die Beschreibung mit hinein. Nachdem ich die App installiert habe, kann ich den Roboter hinzufügen, indem ich den QR-Code, der sich auf der Unterseite des Deckels befindet, abfotografiere und das werde ich nun tun. Ich klicke auf Scannen. Die App erfordert hierfür Rechte auf meinem Telefon, die ich ihr gewähre. Tja, eine gute Minute hat es gedauert, viel länger nicht und ich habe den Roboter mit meinem Telefon verknüpft. Das ging deutlich schneller als erwartet. Ich werde den Roboter nun auf die Ladestation setzen, werde ihn nochmal vollladen und anschließend werde ich die Karte anlegen bzw. die Rahmenbedingungen anlegen, auf denen der Roboter oder mit denen der Roboter fahren soll. Denn dieser Roboter hat ja keine Seitenbegrenzung, keine richtige Kartierung, keine RTK-Antenne, keine sonstige vorgegebene Unterstützung, sondern er fährt allein über seinen Sensor und ich muss ihm nur einmalig ungefähr meine Grundstückskonturen vorgeben. Da bin ich echt gespannt, wie das sich in der Praxis bewährt bei meinem Grundstück hier.
Der Dreamy A1 Pro überfährt meine Ventilboxen. Das finde ich grundsätzlich gut. Das macht nämlich der Endbot zum Beispiel nicht. Und er soll natürlich auch den Rand mähen. Hier seht ihr, der Roboter stoppt erstmal. Die Randmähung kommt in einem separaten Zyklus. Die zeige ich euch gleich. Doch vorneweg geht es erstmal ab in die App. Ich möchte euch mal zeigen, welche Funktionen dort möglich sind, was ihr am Roboter mit der App einstellen könnt. Und das ist eine ganze Menge. Und während der Roboter auf seinen nächsten Einsatz wartet, zeige ich euch, welche Funktion die App beinhaltet. Die App habe ich bereits gestartet und ihr seht auf der Startseite den Dreamy A1 Pro bereits vorausgewählt. Ich gehe in das Gerät hinein und sehe direkt auf der Startseite die Karte mit den von mir angelegten 3 Zonen. Direkt hier kann ich das Gerät starten, indem ich zum Beispiel das gesamte Gebiet auswähle, nur die Begrenzung, also den Rand des Rasens mähe, Zonen anwähle, spezielle Punkte anwähle oder das Gerät manuell steuere. Das funktioniert nämlich auch. Oben rechts sehe ich die bisherige Mähleistung und den aktuellen Akkustand. Im Menü der Zeitpläne kann ich auswählen, welchen Zeitplan ich nutzen möchte und diesen individuell anpassen. Die Karte kann ich natürlich auch bearbeiten. Und ihr seht, ich habe meine Karte mit den 3 Zonen bereits eingerichtet und könnte unten drunter eine zweite Karte hinzufügen. Hierfür benötigt ihr allerdings eine zweite Ladestation. Je nachdem, was ihr ausgewählt habt, also gesamtes Gebiet, Begrenzung, Zone, punktuell oder manuell, könnt ihr in den Einstellungen festlegen, wie genau dort gemäht werden soll. Die allgemeine Mähpräferenz bezieht sich auf die gesamte Karte und hier könnt ihr einstellen, ob ihr im Standardmodus mähen möchtet mit 120 Quadratmeter pro Stunde oder im Effizienzmodus, wo das Gerät durchaus 200 Quadratmeter pro Stunde schaffen soll. Allerdings hier wird weniger Rücksicht auf Hindernisse und dergleichen genommen. Wer die Zeit hat, sollte im Standard bleiben. Unten drunter kann ich die Mähhöhe auswählen, indem ich einfach dahin klicke, wo die entsprechende Höhe ist, die ich haben möchte. Ich mähe mit 4,5 cm. Die Mährichtung lässt sich ebenfalls einstellen. Mit der Mährichtung lege ich fest, in welchem Winkel ausgehend von der Ladestation der Roboter fahren soll. 90 Grad passt bei mir sehr gut. Ich empfehle, den Winkel so einzustellen, dass der Roboter möglichst selten diagonale Zonen fährt, um einfach den Aufwand zu minimieren. Was mir hier sehr gut gefällt, ist neben der Einstellung einfach per Drop and Drag die Möglichkeit, spezielle Muster festzulegen. Ihr seht unten, ich habe im Moment das Schachbrettmuster ausgewählt. Mit einem Klick auf I wird mir auch erklärt, was das bedeutet. Nämlich, dass der Roboter mit jedem Einsatz die Richtung wechselt und zwar im 90-Grad-Winkel. Ich kann aber auch ein sogenanntes Kreuzmuster aktivieren, bei dem der Roboter jeweils um 45 Grad seine Mährichtung ändert. In dem Fall wird natürlich der Rasen geschont, da der Roboter weniger häufig über die gleichen Flächen hinwegfahren muss. Zurück in den Mäheinstellungen kann ich festlegen, dass mit dem Mähen der gesamten Fläche auch der Rand gemäht werden soll. Das macht der Roboter immer im Anschluss, nachdem er mit der Fläche fertig ist. Dann fährt er ein weiteres Mal um den Rand herum und mäht diesen. Die Hindernisvermeidung an den Kanten kann ich hier aktivieren oder deaktivieren und auch die LiDAR-Erkennung ist hier deaktivierbar. Beides lasse ich an, denn ich möchte, dass der Roboter nicht gegen Hindernisse und dergleichen fährt. Eine letzte Einstellung betrifft die Hindernisvermeidung bzw. die Vorgabe zu den Hindernissen an sich. Ich kann einstellen, wie hoch ein Hindernis mindestens sein muss, damit der Roboter dieses als Hindernis erkennt. Gerade wenn der Rasen sehr hoch ist und dennoch gemäht werden soll, sollte die Höhe relativ hoch ausgewählt werden. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel Hindernisse wie kleine Tiere oder eben auch Spielsachen und dergleichen, die 20 cm unterschreiten, in dem Fall gegebenenfalls überfahren werden. Das sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden. Der Abstand zur Hindernisvermeidung kann ebenfalls festgelegt werden im Bereich von 10 cm bis 20 cm. Das ist der Sicherheitsabstand, den der Roboter auf jeden Fall einhält zu den erkannten Hindernissen. Zurück in der Zone habe ich noch die Möglichkeit, mir die grundlegenden Menüpunkte zur App bzw. zum Roboter anzuschauen über das 3-Punkte-Menü oben rechts. Hier kann ich mir die Protokolle anschauen, die der Roboter schon bewirkt hat. 260 Quadratmeter mit 542 Minuten ist er bereits gefahren. Das Verbrauchsmaterial wird mir ebenfalls angezeigt und ich kann die Ersatzgeräte bzw. Ersatzwerkstoffe direkt nachbestellen. Die Klingen sind beispielsweise nach 3 Einsätzen immer noch in einem guten Zustand und ungefähr 96 Stunden kann ich sie noch nutzen.
Auch die Reinigungsleistung und dergleichen wird mir angezeigt und ich kann auch direkt Zubehör kaufen. Der Regenschutz ist aktiviert. Sobald der Roboter Regentropfen auf seinem Sensor erkennt, kehrt er automatisch in seine Garage zurück und wartet mindestens 3 Stunden, bevor er an der Stelle weitermacht, an der er aufgehört hat. Das schont den Roboter und natürlich auch den Rasen. Eine Frostschutzfunktion ist ebenfalls verbaut. Das kenne ich von den anderen Robotern noch nicht. Finde ich eine gute Funktion, gerade in der heutigen Zeit. Wir haben es Mitte Mai und in der Nacht immer noch Frosttemperaturen. Die niedrige Geschwindigkeit in der Nacht ist eine Art Tierschutz. Hier kann ich festlegen, dass der Roboter im Beispiel von 22 Uhr bis 8 Uhr am nächsten Tag mit einer extrem niedrigen Geschwindigkeit fahren soll. Ob das tatsächlich Sinn macht, wage ich jedoch zu bezweifeln. Denn gerade Igel sind dafür bekannt, dass sie sich bei Gefahr einfach zusammenrollen und eben nicht wegrennen, egal wie schnell das Hindernis auf sie hinzurollt. Ist der Akku des Roboters aufgeladen, soll er natürlich seine Arbeit fortsetzen und das tut er auch, und zwar genau an der Stelle, an der er zuvor aufgehört hat. Das funktioniert auf jeden Fall, das konnte ich mehrfach testen. Zusätzlich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den Anti-Diebstahl-Alarm festzulegen. Standardmäßig gibt es jedoch nur den Hebealarm. Das bedeutet, wenn der Roboter angehoben wird, ertönt eine laute Sirene und der Roboter wird gesperrt. Er kann anschließend nur über Eingabe des persönlichen PINs wieder freigegeben werden. Ein Diebstahl ist dahingehend also sinnlos. Die weiteren Funktionen, nämlich den Alarm bei der Verlassen der vordefinierten Karte oder die Standortanzeige in Echtzeit, die gibt es leider nicht zum Standardpaket. Hierfür müsste ich erst das Link-Modul zusätzlich erwerben und in den Roboter einbauen. Weiter unten habe ich dann allgemeine Informationen zum Roboter, zu den Verbindungen, zum Netzwerk, die Zeitzone, auch die Firmware-Aktualisierung. All das kann ich hier direkt einstellen und auch die Roboterstimme kann ich hier differenziert auswählen. Und für die deutsche Sprache muss ich sagen, ist die Stimme durchaus gut gelungen. Ich konnte den Dreamy A1 Pro Mähroboter nun eine ganze Weile lang testen und es wird Zeit für ein Fazit. Beginnen wir doch mit der Optik. Die Optik, denke ich, spricht für sich. Das Gerät sieht wirklich stylisch aus mit dieser kleinen Kuppel vorne dran und von hinten habe ich irgendwie diesen Porsche Panamera vor mir. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Zur App muss ich sagen, die App ist durchdacht. Das hat sich schon beim Saugroboter gezeigt, dass die Funktionen durchaus Sinn ergeben und funktionieren, auch wenn sie etwas hakelig mitunter ist, etwas längere Ladezeiten mitunter braucht. Das ist 1-2 Mal passiert. Also da kann man aber noch dran arbeiten und das Ganze verbessern. Der Roboter selber, die Einrichtung des Roboters, die ging super schnell. Ich habe vielleicht 10 Minuten insgesamt gebraucht mit Aufbau der Ladestation. Die Verbindung mit der App, da kann man wirklich nicht meckern. Kommen wir zur Kartierung, zur Einrichtung der Karte. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, denn im Gegensatz zu meinen RTK-Robotern, die ich bereits testen durfte, muss ich hier den Roboter tatsächlich selber mit dem Smartphone, mit der Mini-Fernsteuerung einmal um den kompletten Bereich herum fahren lassen. Ich kann meine Zonen anlegen, ich kann Hotspots anlegen, ich kann No-Go-Areas anlegen. Alles, was ich brauche, funktioniert, aber ich muss eben einmal mit dem Roboter tatsächlich durch die Gegend laufen. Nun ja, das macht man einmal, danach funktioniert es auch. Bei der Einrichtung gibt es so den ein oder anderen Trick, denn was ich gelesen habe, habe ich auch umgesetzt. Ich wollte, dass der Roboter auf jeden Fall meine Randbereiche sauber mitmäht. Und damit er das tut, habe ich ihm klar gemacht, dass meine Rasenbegrenzung eben nicht wie empfohlen 10 cm innerhalb des Rasens liegt, sondern tatsächlich etwas außerhalb. Ich habe ihn tatsächlich genau über die Mitte meiner Kanten fahren lassen und es hat sich gezeigt, dass beim Mähen der Kanten der Roboter tatsächlich später auch auf der Mitte gefahren ist, sprich die Kanten perfekt gemäht hat. Finde ich super. Funktioniert. Hat aber auch einen riesen Nachteil, nämlich bei meinem Grundstück mit meinem Kiesbeeten hat der Roboter seine argen Probleme. Er hat sich regelmäßig festgefahren. Wie ihr hier sehen könnt, hat er die Steine aufgewühlt, hat hier Löcher gegraben und er hat sich regelmäßig verhakt. Allerdings musste ich ihn nicht ein einziges Mal selber herausziehen. Er hat es immer selber geschafft. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Konstruktionsfehler an der Hardware ist oder ob man das Ganze mit der Software lösen könnte. Meiner Meinung nach gehört ein bisschen mehr Gewicht auf die Hinterachse, um den Druck auf die Antriebswelle zu erhöhen. Und was mir aufgefallen ist, wenn der Roboter wendet,
nachdem er sich festgefahren hat, um wieder herauszukommen, fährt er immer nur mit einem Rad. Wenn ich eine Rechtskurve fahren will, dann sollte das linke Rad nach vorne drehen, das rechte Rad nach hinten. Das tut er nicht, zumindest nicht dann, wenn er sich festgefahren hat. Im normalen Betrieb, wenn er wendet, tut er es durchaus. Ich habe den Ingenieuren bereits geschrieben und hoffe, dass dazu eine Lösung gefunden wird. Und ansonsten, ihr seht, er fährt sauber seine Runden mit der Überschneidung ungefähr 50%. Er hat meine Gefälle, meine Berge, die ich hier habe, problemlos gemeistert. Selbst bei leicht nassen Rasen habe ich ihn bewusst fahren lassen. Das hat er auch gemeistert. Die Räder sind tatsächlich gummiert. Das heißt, auf den Gehwegen hört man ihn faktisch nicht. Finde ich eine schöne Sache. Der ist wirklich sehr, sehr leise. Das ist ein Vorteil gegenüber den anderen Robotern, die ich schon hatte. Allerdings sind die Gummiräder auch etwas weich. Bedeutet, dass sie sehr, sehr gerne eben abbiegen und nicht genügend Grip auf die Gehwege bringen. Nun ja, was heißt das im Ergebnis? Ist es ein schlechter Roboter? Nein, weiß Gott nicht. Das ist ein super Teil, sieht nicht nur schick aus, funktioniert auch einwandfrei. Und die Probleme, die ich ausgemacht habe, kann man durchaus mit Software-Updates lösen. Und da gehe ich auch von aus, dass das gemacht wird. Der Roboter ist, glaube ich, für jeden geeignet, der diese 1000 Quadratmeter Grundstück bzw. Rasen nicht überschreitet, auch wenn 2000 ja möglich wären. Und für jeden, der irgendwo seine Rasenbegrenzung entweder mit festen Wegen verbaut hat, auf denen der Roboter fahren kann, oder Randsteine, auf denen ihr fahren kann, oder dass ihr an der Seite Hecken, Beete oder ähnliches habt, die ihr nicht befahren darf, wo er aber bis an den Rand herankommt. Habt ihr einen solchen Rasen, dann ist das euer Roboter. Habt ihr Kies an der Seite, den ihr nicht noch mal extra befestigen wollt, dann ist das nicht unbedingt euer Roboter. Das ist mein Fazit zum Gerät. Ansonsten, tja, wenn ihr mehr zum Roboter wissen wollt, dann schaut doch mal unter das Video. Dreamy hat das Teil gesponsert, ihr könnt es gewinnen. Doch zunächst solltet ihr dort unten schauen. Dreamy gibt nämlich einen Rabattcode raus, den findet ihr unter dem Video. Da bekommt ihr das Teil nochmal mit einem super Nachlass und vielleicht noch ein paar Gimmicks mit dazu. Gleichzeitig findet ihr dort alle meine Links sowie weitere Informationen aus meinem Blog zu diesem Roboter, wo ihr in Ruhe nochmal ins Detail gehen könnt. Und ihr wollt jetzt sicherlich wissen, wie ihr den gewinnen könnt, oder? Ganz einfach. Als allererstes denke ich, das Like für dieses Video ist obligatorisch, zumindest dann, wenn es euch was gebracht hat und wenn es euch gefallen hat. Darüber hinaus möchte ich gern ein Abo von euch haben, und zwar dauerhaft, das wäre auch schön, bringt nämlich mich und meinen Kanal voran. Und um zu gewinnen, möchte ich zusätzlich einen Kommentar von euch sehen. Und zwar schreibt mir doch einfach mal unter das Video in die Kommentarspalte hinein, was ihr persönlich von diesem Roboter haltet, von diesem Mähroboter, und welches der Eigenschaften, die ich im Laufe des Videos genannt habe, euch am meisten beeindruckt hat und warum. Das ist alles, was ihr tun müsst. Die Bedingungen fürs Gewinnspiel findet ihr auch unter dem Video. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Freue ich mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.